getragen und unterlegt. Rita Süssmuth war ihrer Zeit oft voraus. Dass wir als CDU heute, mehr als 80 Jahre nach unserer Gründung, nach wie vor eine erfolgreiche, moderne, breit aufgestellte Volkspartei sind, dass wir die Nummer 1 sind in Deutschland und wieder die Bundesregierung anführen, das ist auch ein Verdienst von Rita Süssmuth und ihrem politischen Weitblick. 1988 wurde Rita Süssmuth Bundestagspräsidentin. Sie übernahm damit als zweite Frau das zweithöchste Staatsamt und sie wurde nach der Wiedervereinigung erste Präsidentin des gesamtdeutschen Parlaments. Sie leitete unseren Bundestag fast 10 Jahre lang. Zeitweise war sie die beliebteste Politikerin im Land, geachtet und gelobt für ihre ausgleichende Art, ihre Bereitschaft zum Dialog, für ihre Offenheit. Rita Süssmuth blieb zeitlebens ein durch und durch politischer Mensch. Bis zu ihrem Lebensende hat sie ihre Stimme erhoben, unserem Land und unserer Demokratie unermüdlich gedient. Rita Süssmuth sagte einmal über sich und ihre Karriere: Ich habe es nie bereut, in die Politik gegangen zu sein. Wir können etwas verändern, nicht die Welt, aber die Köpfe und das Handeln. Rita Süssmuth hat uns ein großes Vermächtnis und einen klaren Auftrag hinterlassen. Unsere Gedanken und unsere Gebete sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen. Die CDU Deutschlands wird ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren. Liebe Freundinnen und Freunde, so bitte ich Sie um einen Moment der Stille und des Gedenkens an Rita Süssmuth, aber auch an alle unsere Parteifreundinnen und Parteifreunde, die seit dem letzten Parteitag von uns gegangen sind. Ich danke Ihnen. Liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 2 dieses Bundesparteitages, Wahl des Tagungspräsidiums. Der Vorschlag zur Wahl des Tagungspräsidiums liegt Ihnen digital in Ihren Delegiertenunterlagen vor. Wenn Sie mit dem Vorschlag einverstanden sind, so zeigen Sie dies bitte mit Ihrer Stimmkarte an. Ich bitte um das Erheben der Stimmkarten. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Das ist erkennbar nicht der Fall. Vielen Dank. Damit ist das Tagungspräsidium gewählt. Ich bitte nun Ines Claus, Manuel Hagel und Sven Schulze, ihre Plätze auf der Bühne einzunehmen. Ja, liebe Freundinnen, liebe Freunde, ein herzliches Willkommen. Auch von meiner Seite willkommen in Stuttgart, willkommen auf dem 38. Parteitag der CDU Deutschlands. Es ist mir eine besondere Ehre, Sie heute hier als
Tagungspräsident begrüßen zu dürfen, 16 Tage bevor wir hier in Baden-Württemberg einen neuen Landtag wählen und vor allen Dingen auch diese Wahl gewinnen werden. Danke an dich. Danke an dich, lieber Friedrich und deine Mannschaft im Konrad-Adenauer-Haus, dass ihr euch bewusst für Stuttgart und Baden-Württemberg entschieden habt als Schauplatz dieses Parteitags. Das zeigt, dass wir an einem Strang ziehen und es gibt Rückenwind für den Endspurt im Wahlkampf. Vielen Dank nochmals, ein herzliches Willkommen an alle Delegierte, Gäste, Medienvertreter, an alle, die uns heute hier gerade zuschauen. Willkommen auch, liebe Ines, Klaus und lieber Sven Schulze, die beiden Kollegen hier im Tagungspräsidium. Dir, lieber Sven, auch von dieser Stelle aus nochmal meine allerbesten Wünsche für deine verantwortungsvolle Aufgabe als neuer Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Wir drücken alle Daumen, es wird großartig werden mit dir als Ministerpräsident. Die Fußstapfen von Rainer Haseloff sind groß, aber wir alle sind hier überzeugt, dass du genau der Richtige bist, um genau diese Fußstapfen auch auszufüllen. Liebe Ines, lieber Sven, unsere Aufgabe ist es, in den nächsten 2 Tagen durch den Parteitag zu führen und für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit gemeinsam mit euch und mit David McAllister, unserem Grand Seigneur des Tagungspräsidiums, Daniel Peters, Landesvorsitzender CDU Mecklenburg-Vorpommern und dort Spitzenkandidat für die Landtagswahl im September, Ina Scharrenbach, Bauministerin aus NRW, hauptverantwortlich für unseren Leitantrag Bauen und Wohnen, den wir später am Abend auch noch diskutieren. Gordon Schnieder, unseren Spitzenkandidaten in Rheinland-Pfalz. Chrissy Stumpf. Chrissy Stumpf, unserer stellvertretenden Generalsekretärin, aber vor allen Dingen hier bei uns im Ländle auch zu Hause. Und Wiebke Winter, unsere Spitzenfrau für Bremen, die 2027 endlich rot-grün-roten Stillstand dort an der Weser auch beenden wird. So, jetzt genug der Vorrede. Jetzt kommen wir unserer Pflicht nach. Zunächst bitte ich um Ihre Aufmerksamkeit für die ersten organisatorischen Hinweise. Der heutige Tag steht zunächst ganz im Zeichen der Wahlen. Sie, die 1001 Delegierten, wählen ein neues Führungsteam für unsere CDU Deutschlands, den Vorsitzenden und seine Stellvertreter, unseren Generalsekretär samt Stellvertreterin, das Präsidium, den Bundesvorstand, den Mitgliederbeauftragten und den Digitalbeauftragten. Insgesamt also 43 Frauen und Männer, die unsere CDU in führender Position nach außen vertreten. Das ist eine große Verantwortung für Sie, liebe Delegierte, die eine Wahl zu treffen haben. Und für Sie, liebe Kandidatinnen und liebe Kandidaten, die dann auch zur Wahl stehen. Gemeinsam nehmen wir heute diese Verantwortung wahr, weil wir wissen, dass es um vieles geht. Wir fühlen uns dieser Verantwortung verpflichtet, genauso wie es hier in großen Buchstaben auch auf unserem Parteitag steht. Wir werden heute also und wir stimmen heute und morgen ab über wegweisende Anträge und inhaltliche Positionen und wir machen das, wie schon gewohnt, ganz digital. Viele von Ihnen kennen es ja bereits. Auch in diesem Jahr setzen wir auf ein digitales System für Wahlen, Abstimmungen und Wortmeldungen. Und wir begrüßen dazu auch die bewährten Teams von Open Slides und Polyas in unseren Reihen. Analog zu unserem letzten Parteitag wurden Sie aufgefordert, Ihre eigenen mobilen Endgeräte mitzubringen. Wir empfehlen Ihnen daher an der Stelle nochmal dringend, einen Laptop oder ein Tablet zu benutzen, da es auf Smartphones zu Darstellungsproblemen kommen kann. Ich gehe also davon aus, dass Sie, liebe Delegierte des Parteitags, jetzt mit einem Laptop oder mit einem Tablet hier im Plenarsaal auch sind. Delegierte, die kein mobiles Endgerät bei sich haben, werden gebeten, sich am Helpdesk auf der von mir aus gesehen rechten Seite der Bühne zu melden. Mit den delegierten Unterlagen haben Sie eine Klappkarte mit einem Verifizierungscode und einer PIN in einem offenen Briefumschlag erhalten. Diese sind Ihre persönlichen Zugangsdaten für die digitale Wahlkampagne von Polyas. Und außerdem, und das ist ganz wichtig, in der Klappkarte befindet sich auch der Code unseres besonders geschützten WLAN-Netzes. Sie finden dort den Namen des Netzwerks, CDU, Delegierte und dann Ihren persönlichen Zugangscode für das WLAN.
Nur wenn man in dieses WLAN eingewählt sein wird, kann man auch an den Wahlen teilnehmen. Ich empfehle daher allen Delegierten, die sich im Moment in ein anderes WLAN eingewählt haben, das Netz auch jetzt zu wechseln. Auch hier gilt, sollten Sie Probleme haben, kommen Sie zeitnah zum Helpdesk, damit Ihnen auch dort geholfen werden kann. Wenn Sie es noch nicht getan haben, loggen Sie sich bitte jetzt in die Plattform OpenSlides ein und öffnen Sie den Webbrowser und geben Sie den URL ein, cdu.openslides.com. Melden Sie sich mit den bereitgestellten Zugangsdaten an, die Sie vorab per E-Mail erhalten haben, und klicken Sie auf den Anmelde-Button. In dieser E-Mail finden Sie dann auch noch einmal die eben genannte URL. Auf der Startseite finden Sie wichtige Informationen, Hinweise und Anleitungen. Klicken Sie im Menü links dann wiederum auf Autopilot, um durch die Veranstaltung ganz automatisch auch geführt zu werden. Um diese zahlreichen Informationen jetzt noch einmal zusammenzufassen, wurde ein kurzes Video erstellt, welches wir uns zusammen jetzt anschauen. Film ab! So, wie Sie alle wissen, werden wir heute den Bundesvorstand neu wählen. Diese Liste mit den bisher vorliegenden Kandidatenvorschlägen finden Sie in Ihren Unterlagen. Neben den Kandidaten, die bis zum Parteitag von den vorschlagsberechtigten Gliederungen, Vereinigungen, Sonderorganisationen unserer Partei vorgeschlagen wurden, können auch noch auf dem Parteitag durch die Delegierten weitere Kandidatenvorschläge erfolgen. Nach § 12 Absatz 5 unserer Geschäftsordnung können diese Kandidatenvorschläge auf elektronischem Wege oder schriftlich eingereicht werden. Ihre Kandidatenvorschläge melden Sie bitte am Tisch der Tagungsassistenz auf der von mir aus gesehenen rechten Seite der Bühne. Von dort werden die Kandidatenvorschläge an den Tagungspräsidenten weitergereicht. Gemäß § 12 Absatz 6 unserer Geschäftsordnung empfiehlt Ihnen das Tagungspräsidium die Festsetzung einer Meldefrist für Kandidatenvorschläge. Ich schlage Ihnen vor,
die Frist auf heute mit Ablauf des Tagesordnungspunktes 17, Entlastung des Bundesvorstandes, festzulegen. Nach bisherigen Planungen sollten wir diesen Tagesordnungspunkt gegen 15:25 Uhr abgeschlossen haben. Für bereits vorgeschlagene Kandidatinnen und Kandidaten, die Sie in der Kandidatenliste bei Open Slides finden, erübrigt sich selbstverständlich an dieser Stelle die weitere Nominierung. Wenn Sie mit der vorgeschlagenen Meldefrist einverstanden sind, so zeigen Sie dies bitte mit Ihrer Stimmkarte jetzt an. Wer dafür ist, Karte hoch. Gegenprobe. Enthaltungen. Somit haben wir die Meldefrist für die Kandidatenvorschläge auf den Zeitpunkt des Ablaufs des Tagesordnungspunktes 17, Entlastung des Bundesvorstandes, festgesetzt. Sollten zu diesem Zeitpunkt dann weitere Kandidaturen vorliegen, erhalten Sie rechtzeitig vor den Wahlgängen eine aktualisierte Übersicht. Nach § 6 Absatz 2 unserer Geschäftsordnung können Sachanträge auf dem Parteitag von mindestens 30 stimmberechtigten Delegierten eingebracht werden, sogenannte Initiativanträge. Wenn Sie einen solchen Antrag stellen möchten, ist hierfür das bereitgestellte elektronische Eingabesystem Open Slides zu verwenden. Sie finden auf der Startseite von Open Slides alle notwendigen Hinweise zum Verfahren, insbesondere eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Stellen eines Initiativantrags. Also das läuft alles ganz easy. Für die Zulässigkeit eines Initiativantrages werden mindestens 30 Delegierte als Antragsteller benötigt. Diese müssen sich ab Eröffnung des Parteitags in Open Slides digital als Antragsteller des jeweiligen Initiativantrages eintragen. Sollten Sie hierzu wiederum Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Büro der Antragskommission, entweder per E-Mail an antragskommission@cdu.de oder aber Sie suchen das Büro der Antragskommission auf. Sie finden es im ICS im obersten Obergeschoss. Der Weg dorthin ist wirklich gut ausgeschildert. Damit die Anträge ordnungsgemäß von der Antragskommission beraten werden können, muss der Parteitag eine Frist für die Einbringung beschließen. Das Tagungspräsidium schlägt Ihnen vor, den Antragsschluss auf heute 12 Uhr festzusetzen. Wenn Sie damit einverstanden sind, dann darf ich Sie jetzt um Ihr Kartenzeichen bitten. Gegenprobe. Enthaltungen. Damit ist der Antragsschluss auf 12 Uhr festgelegt. Ich weise an dieser Stelle auf Folgendes hin. Der Zugang zu den Antragsbroschüren ist Ihnen rechtzeitig übermittelt worden. Über Open Slides sind die Anträge ebenfalls abrufbar. Dies gilt ebenso für die Sammlung etwaiger Initiativanträge. Über Open Slides können Sie zudem jederzeit eine Wortmeldung anmelden. Dabei können Sie direkt den entsprechenden Tagesordnungspunkt bzw. in der Antragsberatung den Antrag auswählen, zu dem Sie dann entsprechend sprechen möchten. Wir bitten Sie inständig, dies auch so zu tun. Jede frühzeitig angekündigte Wortmeldung erleichtert uns die Planung der Abläufe. Wenn Sie jetzt schon wissen, zu welchem Tagesordnungspunkt oder Antrag Sie sprechen möchten, dann melden Sie jetzt schon Ihre Wortmeldung an. Gehen Sie in Open Slides, suchen Sie den Tagesordnungspunkt, zu dem Sie sprechen wollen, und hinterlegen Sie Ihren Redewunsch. Praktischer Hinweis: Sollten Probleme mit Ihrem Endgerät auftreten, zum Beispiel Absturz, Akku leer oder Ähnliches, wenden Sie sich unmittelbar an die Kolleginnen und Kollegen am Helpdesk. In Open Slides unter dem Menüpunkt Dateien finden Sie alle notwendigen Beschlussvorlagen, Vorschlagslisten und weitere Dokumente für den Parteitag. Wir empfehlen Ihnen bei Open Slides immer auf den Menüpunkt Autopilot zurückzukehren. Hier wird immer der aktuelle Tagesordnungspunkt angezeigt und Sie verpassen keine Abstimmung oder Wahl. Weitere Informationen zu den Wahlgängen folgen an einem späteren Zeitpunkt. Zunächst möchte ich Sie jetzt bitten, die Tischwahlkabinen aufzustellen, auch diese bei späteren Wahlgängen und gegebenenfalls auch Abstimmung notwendig werden. Sie finden Ihre Tischwahlkabine an Ihrem Sitzplatz. Jetzt kannst du auf Seite 20. Auf Seite 20, weil wir erst die Probeabstimmung später machen.
Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 3, Beschlussfassung über die Tagesordnung. Die vorläufige Tagesordnung für diesen Parteitag wurde Ihnen mit der Einladung fristgemäß zugesandt. Sie liegt Ihnen gemeinsam mit dem Programm des Parteitags unter Dateien in Open Slides auf Ihrem Endgerät vor. Sie können dies auch im Autopiloten entsprechend einsehen. Wenn Sie mit der vorliegenden Tagesordnung einverstanden sind, so zeigen Sie dies bitte jetzt mit Ihrer Stimmkarte an. Gegenprobe. Enthaltungen. Somit ist die Tagesordnung für unseren Parteitag beschlossen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4, Bestätigung der Antragskommission. Der Bundesvorstand hat gemäß § 10 Absatz 3 der Geschäftsordnung eine Antragskommission für den Parteitag bestellt. Die entsprechenden Vorschlagslisten finden Sie in Ihren digitalen Unterlagen. Wenn Sie diesem Vorschlag zustimmen, bitte ich Sie jetzt um Ihr Kartenzeichen. Gegenprobe. Enthaltungen. Somit ist die Antragskommission durch den Parteitag bestätigt. Soweit Initiativanträge vorliegen sollten, wird die Antragskommission auch hierzu beraten und Voten abgeben. Die Sitzung der Antragskommission wird im Anschluss an die Plenarsitzung heute, also gegen ca. 21 Uhr, im Sitzungsraum der Antragskommission stattfinden. Der Weg dorthin ist ausgeschildert. Liebe Ines, Feuer frei. Vielen herzlichen Dank, lieber Manuel. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Und ich freue mich auf den Parteitag. Eins sei mir zu Beginn auch gestattet zu sagen, hallo Hessen. Denn, wunderbar, wir haben nämlich zwischen den Wahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz auch noch Kommunalwahlen in Hessen. Dort treten 10.000 Kandidatinnen und Kandidaten aus unseren Reihen an. Und wir wünschen allen viel Erfolg und danken für dieses riesige Engagement für unser Allgemeinwesen oder wie wir sagen, 24/7 Vollgas, meine Damen und Herren. Wir machen weiter. Wir machen weiter mit Top 5. Ich rufe auf die Wahl der Mandatsprüfungskommission. Der Bundesvorstand hat einen Vorschlag für die Mandatsprüfungskommission beschlossen. Die Namensliste befindet sich in Ihren digitalen Unterlagen. Wenn Sie dem Vorschlag zustimmen, so bitte ich Sie um Ihr Kartenzeichen. Gegenprobe. Enthaltung, wunderbar. Die Mitglieder der Mandatskommission werden gebeten, sich nach dem Bericht des Vorsitzenden am Tisch der Tagungsassistenz auf der von mir aus gesehen rechten Seite vor der Bühne einzufinden. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 6, Wahl der Stimmzählkommission. Auch in diesem Jahr haben sich erfreulicherweise wieder viele Damen und Herren bereit erklärt, in der Stimmzählkommission für diesen Parteitag mitzuarbeiten. Herzlichen Dank dafür. Die Namen der vorgeschlagenen Personen können Sie aus Ihren Unterlagen entnehmen. Ich bitte Sie, diesen Vorschlag durch das Kartenzeichen zu unterstützen. Aus Hessen einstimmig, bei Ihnen auch wunderbar. Dann danke ich für diese Bestätigung. Die Mitglieder der Stimmzählkommission treffen sich nach dem Bericht des Vorsitzenden zu einer Vorbesprechung und diese findet im Sitzungsraum der Stimmzählkommission statt. Der Weg dorthin ist ausgeschildert. Ich rufe nun auf Tagesordnungspunkt 7, die Grußworte. Hier in Baden-Württemberg laufen seit Generationen Erfindergeist, Präzision und unternehmerischer Mut zusammen. Werkshallen wurden hier zu Denkstätten. Die Maschinen und Fahrzeuge aus Stuttgart sind Botschafter eines weltweiten Qualitätsversprechens. Sie bewegen die Welt. Stuttgart steht bis heute für industrielle Stärke, für Innovation und für Wandel aus eigener Kraft. Lieber Oberbürgermeister und stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Städtetags, Dr. Frank Nopper, industrielle Tradition und Zukunftsverantwortung gehen hier bei Ihnen Hand in Hand. Wir wissen um die Stärke Stuttgarts, die in die Welt herausstrahlt. Insoweit, wir freuen uns auf Ihr Grußwort.
Geschätzter Herr Bundeskanzler mitsamt seiner geschätzten Gattin Charlotte, verehrte Frau Altbundeskanzlerin, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich begrüße Sie alle auch als lang gedientes CDU-Mitglied in aller Form und in allen Ehren zum 38. Bundesparteitag der CDU Deutschlands auf der Messe Stuttgart. Der CDU-Bundesparteitag findet nach 1956, nach 1984 und nach 2004 heuer zum 4. Mal in Stuttgart statt. Stuttgart entfaltet bekanntermaßen immer wieder die magnetische Anziehungskraft einer politischen Pilgerstätte. Deswegen überrascht es mich auch überhaupt nicht, dass heute sowohl der Herr Bundeskanzler als auch die Frau Altbundeskanzlerin mit großer Begeisterung nach Stuttgart gepilgert sind. Stuttgart hat, meine sehr geehrten Damen und Herren, aber nicht nur die Qualität einer politischen Pilgerstätte. Stuttgart erhält auch, so Gott und die Deutsche Bahn wollen, in naher Zukunft, verbunden mit dem Projekt Stuttgart 21, einen der attraktivsten Bahnhöfe der Welt. Und es wird mit einem Zukunftsdurchgangsbahnhof, mit einem Flughafenfernbahnhof sowie mit einer neuen Schienenverkehrsanbindung via Pfaffensteigtunnel zu einer der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben in Deutschland und Europa. Der Stuttgarter Flughafen soll zukünftig mit dem Fern- und Regionalverkehr vom Stuttgarter Hauptbahnhof sogar in 6 bis 8 Minuten erreichbar sein. Weil sie so schön ist, erinnere ich hier und heute noch einmal an die unvergessene, geradezu unsterbliche Transrapid-Rede des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber, für den die Erreichbarkeit des Münchner Flughafens vom Münchner Hauptbahnhof aus innerhalb von 10 Minuten via Magnetschwebebahn zur Vorstellung vom Glück in diesem irdischen Leben gehörte. Der Traum Edmund Stoibers ist nicht Wirklichkeit geworden. Was in München nicht in Erfüllung gegangen ist, geht nunmehr in Stuttgart in Erfüllung. Oder besser gesagt, es wird sogar übererfüllt. Vielleicht sollten wir den manchmal etwas übermütigen amtierenden bayerischen Ministerpräsidenten morgen daran erinnern: In Stuttgart entsteht, meine sehr geehrten Damen und Herren, zudem unter dem klangvollen Namen Rosenstein eines der größten Städte- und Wohnungsbauprojekte der Republik auf einer Planungsfläche von 85 Hektar und damit auf einer Planungsfläche von 150 Fußballfeldern. Dort, wo heute noch Züge fahren, soll in unmittelbarer Innenstadtnähe mit allerbester Schienenverkehrsanbindung ein neuer Stadtteil mit bis zu 5.700 Wohnungen entstehen für über 10.000 Menschen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Stuttgart ist nicht nur Automobilstadt, Stuttgart ist sogar eine der weltweit führenden Automobilhauptstädte. Über 200.000 Menschen sind in der Region Stuttgart für das Automobil tätig. Das sind 15% aller Beschäftigten. Vom Erfolg unserer Automobilwirtschaft hängen nicht nur sehr viele Arbeitsplätze, sondern auch die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Hand für Bildung, für sozialen Ausgleich, für Umwelt- und Klimaschutz ab. Nur in ganz wenigen anderen europäischen Regionen werden Wissenschaft, Kunst, Kultur und Sport so stark vom Automobil getragen wie bei uns. Deswegen wollen wir keine Deindustrialisierung, deswegen wollen wir auch keine Deautomobilisierung. Deswegen ist ein zukunftsfähiger Industriestandort unser erklärtes Ziel. Und deswegen muss vom 38. Bundesparteitag auch das kraftvolle Signal für eine vernünftige Industriepolitik in Deutschland ausgehen.
Wenn ich es richtig sehe, gibt es hierzu auch einen Initiativantrag. Liebe Gäste, meine sehr geehrten Damen und Herren, der 38. Bundesparteitag der CDU Deutschlands gibt mir die hochwillkommene Gelegenheit, Stuttgart in gebührender Form zu loben und zu preisen. Stuttgart ist die ideale Mischung von Moderne und Tradition, von Spätzle und Spitzentechnologie. Stuttgart ist die Geburtsstadt der ersten, der besten, der innovativsten und der umweltfreundlichsten Automobile. Stuttgart ist die Kultur-, Ballett- und Opernhauptstadt Europas. Stuttgart ist das deutsche San Francisco mit beeindruckenden Hügeln und mit Cable Cars, die Zacke genannt werden. In Stuttgart hat der Weinbau eine über 2000 Jahre alte Tradition und Stuttgart hat als einzige deutsche Großstadt ein eigenes städtisches Weingut. Stuttgart ist die park- und waldreichste Stadt Deutschlands, deren aneinandergereihte Parks größer sind als der Central Park in New York City. In Stuttgart befindet sich mit der Grabkapelle auf dem Württemberg, dem Denkmal der ewigen Liebe, auch das deutsche Taj Mahal. Und aus Stuttgart kommt der amtierende deutsche Fußballpokalsieger VfB Stuttgart. Der in Deutschland und in Europa ganz nach vorne stürmt, sowie hoffentlich auch das gesamte Land Baden-Württemberg mit einer neuen, starken Landesregierung, natürlich mit Manuel Hagel an der Spitze. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, wir stehen vor riesigen Herausforderungen. Ich bin überzeugt, dass wir diese Herausforderungen meistern können, wenn wir unserer Wirtschaft mehr Rückenwind und mehr Gestaltungsspielraum geben, wenn wir die Kommunen fair und angemessen finanziell ausstatten, wenn wir alle mehr Mut zu den richtigen Entscheidungen haben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen beim 38. Bundesparteitag der CDU Deutschlands einen guten Stuttgart-Geist der Innovation, der Intuition und der Inspiration. Herzlich willkommen und herzlichen Dank. Vielen Dank, Dr. Frank Nopper. Meine Damen und Herren, ich sehe, dass Sie fleißig an den Endgeräten versuchen, die Daten einzugeben. Ich darf Ihnen sagen, momentan ist das WLAN etwas überlastet und wir sind mit dem Dienstleister bereits dran, das Thema zu lösen. Insoweit bitten wir um etwas Geduld, aber wir kommen jetzt zu einem großartigen Tagesordnungspunkt, sodass Sie das gar nicht lange stören muss. Denn wir kommen jetzt zu jemandem, den Sie heute schon häufiger gehört haben, unserem Tagungspräsidenten des Parteitages. Aber vor allen Dingen ist es der Spitzenkandidat zur Landtagswahl am 8. März hier in Baden-Württemberg. Liebe Freundinnen und Freunde, begrüßen Sie gleich mit mir den Mann, der dieses wunderschöne Baden-Württemberg wieder zurück an die Spitze führen wird. Manuel Hagel, meine Damen und Herren. Lieber Manuel, Lieber Manuel, die ganze CDU Deutschlands unterstützt dich und unsere Freundinnen und Freunde der CDU Baden-Württemberg dabei, dass das große Ziel erreicht wird, dass die CDU am 8. März um 18 Uhr als stärkste Kraft aus der Landtagswahl hervorgeht und du, lieber Manuel Hagel, der nächste Ministerpräsident von Baden-Württemberg wirst. Lieber Emanuel, du hast die CDU hier zusammengeführt, du hast sie stark gemacht und professionell aufgestellt. Du bringst frischen Wind rein und du weißt, was jetzt zu tun ist. Die Wirtschaft voranbringen und die Infrastruktur erneuern, für Sicherheit in Städten und im ländlichen Raum sorgen, beste Bildung möglich machen. Und das hören wir jetzt alles von dir. Lieber Manuel, wir freuen uns auf dein Grußwort.
Ja, lieber Friedrich Merz, lieber Carsten Linnemann, liebe Angela Merkel, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen bei uns in Baden-Württemberg. Herzlich willkommen im deutschen Südwesten. Wir freuen uns wirklich riesig, dass ihr da seid. Grüß Gott bei uns hier in Stuttgart, liebe Freundinnen und Freunde. Ihr alle spürt's. Wir Baden-Württemberger wissen's. Sie sind und wir sind hier heute alle zu Gast in einem wunderbaren Flecken Erde und in einem großartigen Land. Baden-Württemberg wird in wenige Monate 75 Jahre alt. 75 Jahre, aus dem wir zwischen diesem Minus, zwischen Baden und Württemberg, ein echtes Plus haben werden lassen. Ihr habt mich zu diesem Jubiläum oft gefragt, woran das lag, was die Voraussetzung dafür war, dass wir bei unserer Gründung ein bettelarmer Agrarstaat zu dieser Hightech-Region geworden sind, zu dieser Region, wo fast alle guten Dinge, die erfunden worden sind, herkommen. Es war unserem Land nicht an der Wiege gesungen, dass wir zu dieser Wohlstandsregion werden. Karge Böden, steinige Böden, bei unserer Gründung in der Wirtschaftsleistung auf einem der letzten Plätze, nur hinter uns noch ein anderes Land im deutschen Süden. Ich sage jetzt keine Namen. Es war uns nicht an der Wiege gesungen, dass dem so war. Und als ich darüber nachgedacht habe, was der Grund dafür war, bin ich fest davon überzeugt, es waren genau 3 Dinge. Weil die Menschen im deutschen Südwesten über Jahre hinweg, über Generationen hinweg immer wussten, dass wenn die Böden karg sind, dann streng dich an. Hab Freude an Leistung, hab Freude an Fleiß, hab Freude auch daran zu arbeiten. Und zum Zweiten, dass wenn die Böden steinig sind, dann verzage nicht an diesem Schicksal, sondern lass dir halt was einfallen. Bau eine Maschine, Innovation, Technologie, alles, was dann anschließend in die ganze Welt auch verkauft worden ist. Und der 3. Punkt, und das ist der allerwichtigste, wir waren und wir sind ein weltoffenes Land, wo immer jeder willkommen war, egal woher jemand kommt, welche Hautfarbe, welche Religion jemand hat. Jeder, der mit uns leben und arbeiten will, der ist in unserem Land auch willkommen, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich bin so sehr davon überzeugt, dass es jetzt mehr denn je auf diesen Baden-Württemberg-Spirit ankommen wird. Wenn der Wiederaufstieg Deutschlands gelingen soll, dann muss er hier im deutschen Südwesten beginnen und auch gelingen. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich wünsche mir eines so sehr. Wir brauchen jetzt keine radikalen Vorschläge, nichts Populistisches und Lautes, weil das alles nicht zu uns passt. Wir brauchen eine Renaissance dessen, was unser Land so unglaublich stark gemacht hat. Ja, man kann sich nur aus einer Rezession heraus arbeiten. Der Jens sagt es immer so großartig. Das stimmt. Aber liebe Freunde, genau so wie wir die Debatten führen, wünsche ich mir so sehr, dass von diesem Parteitag auch das Zeichen ausgeht, dass für uns Christdemokraten Leistung, Fleiß, Anstrengung und Arbeit nichts ist, was man aus dem Alltag und dem Leben der Menschen verbannen muss, sondern dass für uns Leistung, Fleiß und Arbeit echte Tugenden sind, auf die es jetzt auch wieder ankommt, liebe Freundinnen und Freunde. Und das Zweite ist, natürlich stecken wir in ordentlich Herausforderungen, die wir jetzt anpassen müssen. Aber wenn wir auf Gottlieb Daimler, Karl Benz, Baron von Dreis mit dem Laufrad schauen, wo die erste E-Mail bei uns in Karlsruhe verschickt worden ist, 1984, dann werden wir es nicht schaffen mit Gesetze, Verboten und Normen. Wir werden es nur schaffen mit Technologie, mit Innovation, mit Bildung und mit Wissenschaft, liebe Freundinnen und Freunde. Auf das kommt es jetzt mehr denn je an, weil das ist auch dieses Baden-Württemberg-Gefühl.
weil uns über Jahre hinweg immer klar war, dass wenn die Rohstoffe nicht im Boden sind, Edelsteine, seltene Erden, dann müssen die Rohstoffe in den Köpfen der Menschen sein. Und genau so werden wir das machen ab dem 8. März. Ein absoluter Fokus auf Wirtschaft und unsere Wettbewerbsfähigkeit und ein absoluter Fokus auf Schule und Bildung, liebe Freundinnen und Freunde. Wir werden beenden, dass viel zu oft soziale Herkunft über den Bildungserfolg unserer Kinder entscheidet. Wir mussten da, ich sage das ehrlich, auch ein paar alte Zöpfe abschneiden. Wir haben lange gesagt als CDU, frühkindliche Bildung, da muss sich der Staat raushalten. Das machen die Eltern. Aber es darf nicht sein, dass nur die Kinder gute Bildungschancen haben, wo sich die Eltern kümmern. Das ist schon eine Debatte, die wir auch mal wieder in unserem Land führen müssen, dass es nicht nur Schulhaus gibt, sondern auch Elternhaus. Und dass für den eigenen Bildungserfolg des Kindes zuallererst einmal die eigenen Eltern verantwortlich sind, liebe Freundinnen und Freunde. Aber wenn wir heute sehen, wie sehr in unserer Bildungslandschaft passiver Wortschatz abnimmt, Konzentrationsfähigkeit abnimmt, die Gründe kennen wir alle, YouTube-Kids, Netflix-Kids, dass wenn man zu Hause mit den Kindern am Esstisch sitzt, kein Augenkontakt mehr zustande kommt, sondern man aufs Smartphone schaut, dann sind es die Effekte, die wir heute in unserer Grundschule sehen. Und deshalb wird Bildung ein Schwerpunkt sein. Und im Schwerpunkt wird die frühkindliche Bildung sein. Und damit wir das entkoppeln, liebe Freundinnen und Freunde, werden wir ein letztes verbindliches, kostenloses Kindergartenjahr einführen für alle Kinder in unserem Land, wo jedes Kind in Baden-Württemberg einmal am Tag regionale, warme, gesunde Ernährung auch zu essen kommt. Darauf kommt es an und es wird gelten. Erst deutsche Sprache und dann erste Klasse, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir denken Wirtschaftspolitik und Bildungspolitik immer zusammen, weil es gar nicht anders geht. Die Welt beneidet uns um so vieles in Deutschland und in Baden-Württemberg, übrigens zu Recht. Aber sie beneidet uns um eines am allermeisten: die duale Ausbildung, unser Handwerk und unsere Berufsschulen. Und wir reden viel über das Gymnasium, über unsere Universitäten, über unsere DHBW und Fachhochschulen. Alles richtig, alles wichtig. Wir haben die Studiengebühren abgeschafft, da stehen wir zu 100% dahinter. Aber wenn jetzt eine junge Studentin, ein junger Student in unserem Land nichts bezahlt, in Anführungszeichen, für die Ausbildung, aber eine junge Handwerksmeisterin, ein junger Handwerksmeister, eine junge Technikerin, ein junger Techniker zahlt zwischen 5.000 und 25.000 €, dann haben wir diese Gleichwertigkeit zwischen akademischer und beruflicher Bildung nicht, liebe Freunde. Diese Ungerechtigkeit, die werden wir beenden, weil wir die Meisterausbildung in Baden-Württemberg kostenlos machen werden, nach dem 8. März. Es geht um beides, Master und Meister. Und wir werden niemand gegeneinander ausspielen, sondern Brücken bauen. Es geht um beides, Hauptschulen und Abiturienten. Und wenn Sie sich nur einen Satz merken wollen in der Frage, was hat eigentlich die CDU Baden-Württemberg mit diesem Land vor, dann ist es das, dass wir in der Bildung endlich zurück an die Spitze kommen. Dieses Mittelmaß, das passt nicht zum deutschen Südwesten, liebe Freundinnen und Freunde. Und so werden wir das in Baden-Württemberg nach dem 8. März machen, dass unsere Wirtschaft wieder Luft unter die Flügel bekommt. Es geht jetzt um so vieles. Allein die Schlagzeilen der letzten Wochen. Tausende von Arbeitsplätzen, die in unserem Land abgebaut werden. Bosch, Mahle, ZF, viele mehr. Und das sind nur diejenigen, die wir lesen. Die vielen bei kleinen, mittelständischen Unternehmen, das Rückgrat unserer Wirtschaft, die lesen wir nicht. Und liebe Freunde, keine Region der Erde ist vielleicht so sehr vom Freihandel abhängig wie wir in Baden-Württemberg. 8 von 10 unserer Autos werden für den Freihandel gebaut. Mehr wie jeder zweite Euro in Baden-Württemberg wird mit Freihandel verdient. Und lieber Friedrich, dass du in Europa vorangehst, dass du in der Welt vorangehst, dass du Führung aus der politischen Mitte heraus zeigst,
dass du mit Indien ein neues Abkommen verhandelst. Das ist Außenpolitik, die Wirtschaftspolitik ist das eine Politik, die Arbeitsplätze in unserem Land rettet. Und dafür von ganzem Herzen vielen Dank, lieber Friedrich, für dieses großartige Engagement. Es kommt jetzt auf uns an. Es gibt einen Weg. Es gibt einen Weg zwischen der Ideologie der einen und der Radikalität der anderen. Die einen, die Grünen, die jetzt auf ihre Wahlplakate schreiben Wirtschaft, aber wenn es darauf ankommt, im Europäischen Parlament gegen Mercosur stimmen und sich nicht zu schade dafür sind, mit der AfD gemeinsame Sache zu machen. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist nicht nur schäbig, mit der AfD gemeinsam mit einer Mehrheit abzustimmen. Das ist Politik gegen den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg. Und das ist es, was unserem Land schadet. Und das Gleiche gilt für die anderen, die AfD. Und lassen Sie mich das in aller Klarheit sagen. Es wird bei uns bei der Landtagswahl um die Frage gehen, wer ist die bestimmende politische Kraft in unserem Land. Es wird um die Frage gehen, wir oder die. Und die CDU Baden-Württemberg wird niemals mit der AfD kooperieren oder koalieren. Wir treten an am 8. März, um diese Truppe zu schlagen, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist nämlich der Unterschied, warum wir unterwegs sind. Ich habe über Freihandel und Wirtschaft gesprochen. Die AfD sagt, raus aus dem Euro. Sie sagt, raus aus Europa. Konrad Adenauer würde sich im Grabe rumdrehen. Wir müssen in dieser Frage viel mehr aus unserem Erbe heraus argumentieren als CDU. All diese Politik, die würde zu Massenentlassungen führen in Baden-Württemberg, vor allen Dingen bei den Menschen mit geringer Ausbildung, mit geringen Einkommen. Und für die Leute sind wir doch unterwegs. Für diese Leute stehen wir doch jeden Tag auf. Für die, die morgens um 6 Uhr aufstehen, die sich der Buckel krumm machen, die abends heimkommen, sich im Ehrenamt engagieren, sich um die Familie kümmern. Für diese ganz normalen Leute, für die treten wir an. Und was die AfD da will, das würde zu Armut, zu Massenentlassungen führen. Und deshalb darf diese Truppe niemals Verantwortung über unser Land bekommen, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist die Sache für den Kopf. Aber es gibt auch die Sache mit dem Herzen. Ich bin Papa von 3 kleinen Kindern. Und der Oberchef von der AfD, der Vordenker aus Thüringen, Höcke, schwabuliert ja davon, dass es Kinder mit Behinderung gibt und unsere Kinder. Also es gibt Handicap und unsere Kinder. Andere in der AfD reden davon, dass Kinder mit Handicap aus staatlichen Schulen raus müssen, weil sie unsere Kinder beim Lernen stören. Also es gibt unsere Kinder und Kinder mit einem Handicap. Ich kann euch nur eines sagen. Ich würde jeden meiner 3 Söhne mit dem gleichen Herzen lieben, auch wenn er ein Handicap hätte. Und das ist die Sache mit dem Herzen. Und diese Leute der AfD, die schreiben das nicht nur auf. Sven, bei dir in Sachsen-Anhalt, AfD steht im Wahlprogramm, Schulpflicht abschaffen, mehr Russischunterricht und so weiter. Das sind doch alles Vorstellungen, die unser Land ins Mittelalter zurückführen. Wir sind ein weltoffenes Land, wir sind ein empathisches Land und genau so muss das bleiben. Und deshalb dürfen diese Leute keine Verantwortung über die Menschen in unserem Land bekommen, weil die es nicht nur sagen, sondern die werden es auch machen, liebe Freundinnen und Freunde. Und deshalb brauchen wir keine Brandmauer, weil wir die Brandmauer für die bürgerliche Mitte in Baden-Württemberg sind. Und darauf kommt es jetzt an. Also, was ich sagen wollte ist, wir müssen das jetzt richten. Es geht um Herz und es geht um Haltung und es geht um Verstand. Und es gibt einen Weg zwischen der Ideologie der einen und der Radikalität der anderen. Und das ist unser christdemokratischer Weg. Maß und Mitte auszugleichen, Brücken zu bauen, gesunder Menschenverstand, Pragmatismus und unser Land nach innen zusammenführen und nach außen, lieber Friedrich, so wie du es machst,
zusammenführen. Und genau dafür wollen wir hier am 8. März die Rampe bereiten bei der Landtagswahl. Wir haben so viel vor mit unserem Land. Wir haben so viele gute Ideen. Wir sind unglaublich motiviert, dass wir jetzt richtig Gas geben. Und deshalb werden wir bis zum 8. März in diesen verbleibenden Tagen alles geben, was wir können, dass am 8. März aus unseren Ideen für Baden-Württemberg so eine politische Mehrheit wird, dass wir es umsetzen können. Dann werden wir am 8. März die Rampe bereiten. Und lieber Gordon und liebe Freunde aus Rheinland-Pfalz, am 22.03. ihr werdet nachlegen. Wir müssen diese Wahlen nicht nur gewinnen, wir werden diese Wahlen gewinnen in Bayern und Baden-Württemberg. Und dann, lieber Sven, 6. September, ihr in Sachsen-Anhalt, du als Ministerpräsident, Kai Daniel, ihr am 20. September, alle gemeinsam, ihr legt dann noch eine Schippe drauf. Es geht jetzt um so vieles in unserem Land. Krisenzeiten waren immer Zeiten für Christdemokraten und deshalb kommt es jetzt auf uns an. Wir haben nicht nur das C, wir haben auch das U. Und dieses U macht uns unglaublich stark, weil es immer das Gemeinsame betont, weil es immer die Einigkeit betont, weil es immer das Zusammenführende betont und in einer Gesellschaft, die immer lauter, die immer schriller wird, wo einige wenige immer glauben, unser Land in einzelne Gruppen einteilen zu können. Es braucht uns jetzt einfach, wir müssen das richten. Es kommt auf die deutsche Christdemokratie an. Herzlich willkommen bei uns in Stuttgart. Schön, dass ihr alle da seid. So, liebe Freunde, machen wir weiter, geht uns alles von der Zeit weg. Lieber Manuel, vielen herzlichen Dank für deine Worte. Du siehst es. Wir haben es gehört. Du hast einen Plan. Du hast ein Ziel. Du wirst Ministerpräsident und wir spüren es jetzt schon, lieber Manuel. Meine Damen und Herren, liebe Delegierte, wir kommen langsam auf den Höhepunkt zu und ich darf im Zuge dessen noch einmal 4 Personen aus unseren eigenen Reihen ganz herzlich hier unter uns begrüßen. Meine Damen und Herren, ich begrüße ganz herzlich die Präsidentin des Deutschen Bundestags, Julia Klöckner. Ich begrüße den Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, unseren Kollegen Jens Spahn.
Meine Damen und Herren, ich begrüße ebenso Ralf Brinkhaus, den ehemaligen Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und erlauben Sie mir auch, Hermann Gröhe, den Präsidenten des Deutschen Roten Kreuzes, unter uns zu begrüßen. Vielen herzlichen Dank und Manuel, du hast kurz durchschnaufen können und du hast jetzt wieder das Wort. So, vielen Dank. Ich bin fit. So machen wir das in Baden-Württemberg. Wir müssen ja auch eine Wahl gewinnen. Meine Damen und Herren, danke für den warmen Empfang und die große Unterstützung. Es bedeutet uns in Baden-Württemberg wirklich viel. Und wir sind wirklich überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreich sind. Und eine Person, die zu diesem Erfolg beitragen wird, ist ein Mann, der sich in ganz besonderer Weise der Verantwortung für unser Land verpflichtet fühlt. Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 8. Bericht des Vorsitzenden der CDU Deutschland.